Ich verlasse heute die Balearen und ich habe Glück gehabt, wenn der hinter mir oder vor mir rangegangen wäre. Es ist ja noch kein Wind da, der kommt erst heute gegen Abend. 32 Knoten, das von vorne. 3 Meter hohe Wellen waren dabei. Ich verlasse heute die Balearen, genauer genommen Mallorca, auf dem Weg zum spanischen Festland nach Blanes. Ich fahre jetzt noch kurz zur Tankstelle, tanke voll und dann geht's endlich los. So, das ist doch jetzt mal super gelaufen. Und ich habe Glück gehabt, wenn der hinter mir oder vor mir rangegangen wäre, dann hätte ich ein bisschen warten müssen, glaube ich. Ich bin jetzt seit 2,5 Stunden unterwegs. Es geht so ganz ruhig dahin. Es ist ja noch kein Wind da, der kommt erst heute gegen Abend. Und bin alleine auf dem Meer. Da vorne kommt ein Frachter, der geht irgendwie in 5 Meilen Entfernung vorbei. Gerade habe ich ein Fischernetz passiert. Das ist alles, was passiert. Das einzig wirklich Interessante ist, dass sich über Mallorca ein riesiges Gewitter aufbaut. Dort türmen sich gerade die Wolken höher und höher und höher. Ich habe gerade den Wetterbericht nochmal abgerufen. Ich bin ja jetzt, ich würde sagen, 10 Meilen vor der Küste. Das Gewitter bleibt über der Insel, weil darum ging es ja eigentlich. Aber es ist trotzdem extrem eindrucksvoll, diese Wolken zu sehen. So, der Himmel ist leer. Dann lege ich mich gleich mal kurz hin. Nochmal eine Viertelstunde schlafen. So viel wie möglich. Gerade aufgewacht. Das war jetzt der 3. Nap. Jetzt gehe ich wieder gucken. Wird wieder nichts sein, wie immer.
Segeln ist immer voller Überraschungen. Ich hatte mit halbem Wind gerechnet. Wir haben hoch am Wind. Die Wettervorhersagen waren eigentlich alle zwischen 15 und 20 Knoten. Ich habe durchgehend 25 Knoten. In Spitzen hatte ich 32 Knoten. Das von vorne. Und natürlich ist die Wellenhöhe auch nicht 1 Meter, sondern ja, mindestens 1,5 Meter. Also das geht ein bisschen zur Sache heute. Also ich kann die Höhe auch nicht ganz laufen nach Blanes, sondern ich muss jetzt ein bisschen tiefer fahren Richtung, ja, vermutlich Barcelona, weil da ist ganz hell am Horizont, wo ich gerade hinsteuere. Ich habe es mir am Plotter nicht angeguckt. Ich fahre halt so hoch, wie es geht. Mann, was für eine Nacht. Schade, dass man nichts filmen kann in der Nacht. Ich habe es ein paar Mal probiert, aber das kann man echt vergessen. Das geht überhaupt gar nicht. Der Wind kam um 21 Uhr, so wie erwartet, aber er ist nicht bei 15 bis 20 Knoten geblieben, sondern er ist gleich durchmarschiert bis auf 22 bis 26 Knoten, bis zu 32 Knoten zwischendrin. Und das war echt schon ein bisschen eins auf die Mütze dann. Ich hatte ihn auch nicht halb, wie prognostiziert, sondern hoch am Wind. Und dazu kam noch eine echt hohe Welle und sehr kurz. Also angesagt war sie mit 4 bis 5 Sekunden 1 Meter, aber das war deutlich mehr. Ich würde sagen 1,5 Meter Mittelwelle, so 3 Meter hohe Wellen waren dabei. Also ich habe eine Stunde gebraucht, bis ich dann eine Segelstellung gefunden habe, wo ich nicht zu viel Höhe verliere, noch einigermaßen segeln kann und das Boot nicht zu hart in die Welle einschlägt. Und dann ging es so einigermaßen. Dann ist er um die 20 Knoten gefallen, relativ stabil und das war dann auch super zum Segeln. Da hat die Welle abgenommen, ich konnte den Kurs wieder stecken, den ich eigentlich brauchte und bin dann auch mit 6 bis 7 Knoten durchgehend gesegelt, kam deswegen sehr, sehr schnell voran. Und ja, also ich steuere nach wie vor mein Ziel an. Also die Segelyacht, die hinter mir war, die ist dann irgendwann abgedreht nach Barcelona, was mir aber deutlich zu tief ist. Ich muss ja in die andere Richtung und ja, bin froh, dass ich den Kurs halten konnte. Und jetzt habe ich noch circa 20 Meilen. Ich werde heute in den nächsten 2 Stunden Blanes erreichen. Es geht gerade ganz langsam nur noch unter Fock voran. Und ich wollte das so ein bisschen mal als Anlass nehmen, mal ein Fazit zu ziehen. Wenn ich gewusst hätte, wie ruppig die Nacht wird, dann wäre ich nicht losgefahren. Und zwar hätte ich mir nicht zugetraut, 30 Knoten hoch am Wind zu segeln. Da hätte ich gesagt, das mache ich nicht. Also ich hätte es nicht gemacht, aber ich stelle fest, es ging. Es war nicht einfach. Also die Reise ist gut verlaufen, es ist nichts kaputt gegangen, aber es war echt eine Herausforderung und ich freue mich jetzt auf den Hafen. Das ist der erste Hafen seit Juni, wir sind jetzt September.
Hat geklappt alles. Vor ein paar Tagen erst wurden wir gefragt, warum wir eigentlich nie diese ganz spannenden Momente zeigen. Das ist ganz einfach erklärt. In diesen spannenden Momenten hast du anderes zu tun, als an YouTube und an die Kamera zu denken. Du machst das, was Segler tun, du achtest auf dich, auf dein Schiff, du schaust, dass nichts passiert und du hast selten die Zeit, die Kamera rauszuholen. Oftmals sind solche Momente, wie auch jetzt hier in diesem Video, nachts. Nachtaufnahmen funktionieren nur mit einem hochprofessionellen Equipment, das haben wir einfach nicht. Unser Ziel ist es, euch möglichst das ungeschönte Leben zu zeigen und euch mitzunehmen. Das tun wir so gut wie wir können und wir zeigen euch schon mehr, als das andere tun und wir arbeiten auf jeden Fall dran. Christoph ist wohlbehalten im Festland angekommen und die nächste Etappe soll dann Richtung Marseille gehen, zum Port Napoleon. Und ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber das hier ist definitiv nicht Port Napoleon. Auch hier lief alles nicht so wie gedacht. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere am besten den Kanal, wenn du es nicht schon getan hast, weil dann wirst du auch informiert, wenn die nächsten Videos rauskommen. Und folge uns gerne auf Instagram und Facebook. Darüber freuen wir uns auch sehr. Da siehst du auch, wo wir jetzt im Moment gerade sind, falls du es nicht sowieso schon weißt. Ansonsten würde ich sagen, genießt die Tage und bis zum nächsten Mal.